Willkommen zurück in Canavieras. Seit 4 Jahren sind wir in Südamerika unterwegs und 4-mal waren wir in Brasilien, zum 3. Mal in Canavieras bei Pitt, weil es hier immer so schön ist. Das letzte Interview, das ich mit Pitt hatte, war 2021 und heute treffen wir uns wieder und mich interessiert, was hat sich in Canavieras verändert und sieht Pitt eine Einwanderung nach Brasilien noch immer als attraktiv oder sinnvoll an? Also Pitt, danke, dass wir wieder hier sein dürfen in deinem Paradies. Freut mich riesig, dass ihr da seid. Ja, Freut mich eigentlich immer, ne? ja, uns freut's auch. Also was hat sich in Canavieras seit 2021 verändert, als wir das letzte Interview gemacht haben? Ja, ist eigentlich sehr viel passiert. Sind eigentlich ein Haufen neue Leute hergekommen, auch Jüngere, ne, die hier investiert haben oder die als Rentner hier ihr Dasein fristen, in Waren Anführungszeichen. das deine Gäste? Das waren Gäste und auch viele Leute, die unser Interview gesehen haben, komischerweise. Ja, super. Und den Ort halt gefunden haben deswegen. Und es hat ihnen gefallen, sie haben sich hier niedergelassen, die allermeisten eigentlich, haben hier was investiert, Häuser gekauft am Strand und auch teilweise in der Stadt oder Häuser gemietet, ne? Mhm. Und also Leute von allen Ecken von Deutschland natürlich auch. Und sicher haben wir auch ein paar Schweizer, ne? Also Wir haben Schweizer sind viele auch Schweizer gekommen. kennengelernt, Deutsche und Schweizer. Ja, mittlerweile gibt's 3 Schweizer Familien, die hier Posadas haben, Mhm. ne? Die Dritten sind jetzt erst vor Kurzem gekommen. Ja, dann sind noch andere, 'n Ehepaar. Er ist mit 'ner Brasilianerin verheiratet, die haben am Strand 'n Haus gekauft, Mhm. ne? Und ja, es ist schon ganz schön Bewegung. Dann haben wir auch Leute von Paraguay hier, die dann Zu den Immigranten aus Paraguay hätte ich später noch eine Frage. Ich wollte es noch kurz wissen, was sich preislich verändert hat, weil es ja doch sehr attraktiv hier ist, der Wert, ne, den man bekommt. Ja, was interessant ist, ist momentan der Währungskurs, weil der Real steht auf 5,70, Mhm. ne? Es gibt also 5 Real 70 für 1 Euro oder 72. Ja. Der Kurs ist für Investitionszwecke jetzt günstiger geworden. Auf der anderen Seite sind die Preise die letzten 3 Jahre enorm in die Höhe gegangen. Mhm. Die Baukosten schätze ich mal ganz locker 40%. Und die einen Sachen mehr, die anderen weniger, aber auch Zement, Eisen, alles ist viel teurer geworden. Die Ja. Mieten sind auch teurer geworden, die Immobilien sind auch teurer geworden. Die Einschätzung der Gemeinde ist höher. Mhm. Man zahlt auch ein bisschen mehr Steuer für die Immobilien. Also Immobilien sind beträchtlich hochgegangen. Da kommt es aber wieder drauf an, wo man hier in Canavieras leben möchte, oder? Ja gut, das ist eine Preisfrage natürlich. In erster Linie am Strand, sind die begehrtesten Grundstücke weltweit. Jeder träumt vom Strand, jeder will direkt am Meer wohnen, aber das hat natürlich seinen Preis. Ist aber hier noch bezahlbar, ne? Mhm. Absolut bezahlbar. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich hier bin, ne? Die Preise in Porto Seguro, Arraial, Itacaré und überall, wo auch mehr Tourismus ist, sind die Preise wesentlich höher als hier. Hier ist Ja. es relativ günstig, weil es einfach noch ein bisschen verschlafen ist und auch jahrelang nicht so gut erreichbar war, weil diese komische Zufahrt zur Bundesstraße im Süden, ihr seid sehr oft genug gefahren, Mhm. die war wirklich jahrzehntelang miserabel schlecht und Ja. jetzt haben sie die endlich repariert. Da könntest jetzt theoretisch 180 fahren, Das ist stimmt, wie ja. ein Highway, auch die Zufahrt nach Canaveras ist fantastisch Mhm. gemacht. Das wurde jahrelang wahrscheinlich absichtlich vernachlässigt, Ja, ne? Der also wollte seine seine Ruhe Ruhe hat haben. man hier auf jeden Fall. Die hat man immer noch, ja. Gut, das ist halt der Nachteil, dass die Zufahrt bisschen umständlich ist, weil die Flugverbindungen nach der ganzen darf man auch Corona sagen, nach der Geschichte sind die halt schlechter geworden und bisher haben Ah. die sich noch nicht so dramatisch Mhm. gebessert. Also früher gab's mehr Direktflüge nach Salvador, da war die Zufahrt nach hier einfacher.
Mhm. Ne, es dauert halt ein bisschen länger, die Anreise, dafür hat man hier seine Ruhe. Und du bist hier in einem riesen Naturschutzgebiet. Ja. Praktisch sind über 70 Kilometer Küste im Naturschutz. Es gibt kein Kommerz, keinen großartigen, keine Hotelbetriebe. Auf der Mitte von unserer Insel kann man bauen und da kannst du auch Gewerbe betreiben, aber die Südspitze und die Nordspitze ist unter Naturschutz und alle anderen Inseln auch. Es sind Mhm. 7 Inseln hier vorgelagert, die sind im Prinzip alle unter Naturschutz. Ja, also vom Autofahren kennen wir, man kann nicht einfach an Canaveras vorbeifahren. Ja, man muss reinfahren und wieder rausfahren. Das heißt, es kommen nicht so viele Leute hierher. Nein, Ähm, es liegt nirgends an der Strecke, das stimmt. Man muss immer diese ja, 70 Kilometer hier reinfahren. Das Problem hast du in dem ganzen Südzipfel von Südbahia. Die ganzen Käfer, so nett die sind, du musst immer 70 Kilometer hinfahren oder 60 und dann wieder zurück. Wenn dir ja. jetzt das Kaff nicht gefällt, hast du Pech gehabt, da hast du 2, 3 Stunden verloren. Ja gut, für Ne? die, die hier wohnen, kann es gut sein, ja, weil die haben ihre Ruhe. 70 Kilometer Ja, Strand ja, oder ja. Naturschutzgebiet ist natürlich auch was ganz Seltenes. Plus, die Gebäude dürfen hier am Strand nicht höher sein als 2 Stockwerke, oder? Ja, das wurde begrenzt, so wie in Asien auch teilweise auf Palmenhöhe. Also ich glaube, die Richtlinie liegt bei 9 Meter. Ah, okay. Wobei, wenn jetzt dein Wassertank noch 'n Meter höher ist, gibt's da auch kein Drama, Mhm. ne? Und Ja, natürlich ein anderer Riesen Vorteil von Canaveras ist das schöne Wetter, oder? Wir haben jetzt eigentlich Winter ja. und es ist meistens zwischen 25 und 30 Grad oder so, Na oder? ja, 30 kaum, eher so 25, Ja, 27. Wir haben eigentlich ganzjährig Badetemperatur. Gut, es gibt da mal paar Tage, da ist es tagsüber vielleicht nur, wenn's mal windig ist und das Wetter kommt von Süden, dann hat's vielleicht nur 23, 24 Grad und nachts kann es auch mal auf 17 Grad runtergehen, uh, ne? So nachts um 4, 5. ja. Da muss man sich halt besser zudecken. Also, das war eigentlich meine Prämisse, das war mir wichtig. Ich wollte ohne Heizung leben und auch möglichst ohne Klimaanlage. Mhm. Ich habe keine Klimaanlage Deine bei mir. Gäste schon, ja? Meine Gäste haben sie, weil die Brasilianer, seit ich auf Brasilianer ein bisschen mehr umgestellt habe, eben in dieser C-Zeit. Und die wollen halt für die Standard-Klimaanlage, Mhm. ne? Die lieben das. Ja, Ne? Und vor allem, wenn sie zu Hause keine haben, dann drehen die volle Pulle auf 17 ah, Grad super. und verlangen eine zweite Decke. Das Okay. mögen sie nicht. Die Deutschen flüchten, also auch die Mitteleuropäer flüchten vor der Klimaanlage, die wollen die eigentlich nicht, aber hier ist es halt Standard mittlerweile. Ne? Okay. Ich habe keine, meine Klimaanlage ist Fenster auf, Fenster zu, dünne Decke, dicke Decke, fertig Genau. und komme wunderbar klar damit. Das hast du mir beim letzten Mal schon erzählt. Ja, ja. Was auch vom letzten Interview, wovon mich viele Zuschauer erreicht haben, was die Frage war von vielen Zuschauern, war über die Sicherheit. Ist es sicher in Brasilien? Ist es sicher in Canaveras? Wir sind jetzt lange unterwegs. Wir haben nicht wirklich ein Problem mit der Sicherheit, zum Glück. Aber was sagst du dazu? Du bist ja schon lange hier. Ja, das ist natürlich relativ. Du kannst genauso Sicherheit in Deutschland. Was willst du vergleichen? Berlin mit Altötting oder mit Oberammergau oder mit irgendwas, ne? In den Großstädten, in den Ballungsräumen ist es happig, man muss sehr aufpassen. Hier in der Kleinstadt, wo im Prinzip jeder jeden kennt, ist es eigentlich ziemlich sicher. Es gibt keine schwere Kriminalität und es ist klar, kann mal was passieren, so in der Vorstadt, also es sind meistens so Eifersuchtsdramen oder irgendwas, ne, oder Pickpocket oder so, ne? Also ja, aber vielleicht du was kannst Kleines. hier zum Beispiel überall nachts rumlaufen ohne Mhm. Probleme. Ne? Ich merke es ja, manchmal kommen Leute von Sao Paulo, die fragen, ob sie zum Hafen gehen können. Der ist ja gerade um die Ecke, sag ich, klar, du kannst ja überall rumlaufen. Ja, Die gucken sich dann immer um, ob da ja keiner hinter ihnen herkommt. Da kommt keiner nicht hinter. nötig hier, ne? Ne? Na, am Strand Nee. spazieren Also ich gehen mache oft nachts, nachts meinen ja, Spaziergang. ist hier möglich. Ja, Mhm. ja. Klar, wenn du jetzt irgendwo ein Haus hast am Strand, wo man sieht, dass da monatelang keiner wohnt, dann kann schon mal sein, dass jemand einbricht und die Gasflasche klaut oder Man braucht irgendwas. jemand, Ne? der auch aufpasst, oder? Im Aufs Prinzip Haus. schon. Du brauchst gute Nachbarn, die ein bisschen einen Blick drauf haben. Ne? Mhm.
Oder machst halt ab und zu mal ein Licht an, ne? Ja, Aber es ist wie überall. Überall, wenn verlassene Gebäude sind immer in Gefahr, ne? klar. Aber hier in der Stadt bei mir sowieso nicht. Das war der Punkt, warum ich auch in die Stadt gegangen bin. Ich habe in meinem Strandhaus eigentlich nie gewohnt, fand das am Anfang ganz toll, habe da mal in 'nem Hotel gewohnt am Strand 2 Monate und dann war mir das zu langweilig. Ja, wenn du Behördensachen und Zeug zu erledigen hast, öfter zur Bank musst, bist du in der Stadt eigentlich praktischer, ne? Und Das dann habe ist ich gedacht, praktischer. wenn du hier was kaufst mitten im Zentrum, gleich beim Rathaus in der Nähe und zwischen 2 Banken und die Polizeistation ist eine Straße weiter und hier das Sitio Historico und der Hafen, da kannst du nix falsch machen. Und das war auch nicht falsch, ne? Es war da früher in Deutschland auch so, die teuersten Grundstücke waren am Rathaus in der Nähe. Gut, das Mhm. hat sich jetzt alles geändert, auch dadurch, dass die Fußgängerzonen nicht mehr belebt sind. Aber in den Kleinstädten in Südbrasilien ist es noch so. Die Ja. wohlhabenden Leute wohnen einfach da im Zentrum, Mhm. ne? Ja, hier, wenn man fit zu Fuß ist, kann man alles zu Fuß erreichen hier, ne? Auto geht auch natürlich, aber man kann überall zu Fuß hingehen, Ja, Restaurants, ja, Shops, alles und eigentlich. viele fahren halt mit dem Fahrrad rum, weil alles flach ist. Du Mhm. hast Es keine gibt Berge. Fahrradwege auch, ja? Ist eher Ja, was Besonderes hier, oder? ja. Also mir fällt auch auf, dass alles so wahnsinnig sauber ist. Ja, das hat damals einer der früheren Bürgermeister hat es eingeführt und das wird wirklich die Müllabfuhr funktioniert. Mhm. Zack, zack, die kommen wirklich dreimal in der Woche. Ja, Und wenn die sehen, meine Leute haben die Tonnen nicht raus und ich muss die rausschleppen, dann kommen die Jungs rein und helfen mir und schleppen die Tonne raus. Ist gar kein das ist ein Die Service. anderen haben ja nicht einmal Tonnen, ne? Die tun das in Ne? Plastiktüten. Also, die Plastiktüten werden ja verwertet. Da kommt der Müll rein, dann werden die abtransportiert. Mhm. Ja, Super. einerseits die Müllabfuhr, aber wenn ich morgens 6 oder 7 Uhr morgens vom Balkon runterschaue, geht da immer eine Frau und die kehrt das Ja, Laub ja, auf die auf haben der die Straße. Straßenkehrer. Die fangen, glaube ich, um 4:30 oder was an und dann fegt die Das die ist ja Straßen. Überall Wahnsinn, in der oder? ganzen Stadt. Ja, ja, Mhm. ist So fantastisch, ne? sauber. Also wir waren ja auf der Pazifikseite, ja, Ja. Kolumbien, Peru, Ecuador, und das war so vermüllt. Das sticht hervor, Ja, das dass sage es ich so ja immer, sauber auch der ist. Strand, da wirst du keinen Müll finden, ne? Erstens, die Leute muss auch sagen, das kommt durch die Kinder, durch die Erziehung in der Schule, die sind vorsichtig, die schmeißen kann mal sein am Wochenende, dass irgendein Pöbel kommt von auswärts und da ein bisschen was da Mhm. Picknick macht und was da lässt, aber die Einheimischen nicht. Auch du kannst auch mit dem Boot fahren, die ganzen Flüsse, das ganze Naturschutzgebiet, und da ist viel Betrieb mit Booten, ne? Und da Mhm. findest du aber nix. Und wenn du tatsächlich mal unterwegs 'ne Dose schwimmt im Wasser, die Bootspeople, die glauben, die auftun in ihre tun sie in 'ne Tüte und nehmen sie mit. Du Ja, findest super, keinen oder? Müll. Ja. Gott sei Dank, ne? Es gibt auch sehr viele Strände hier in Brasilien, die ziemlich vermüllt sind. Die haben das Ah ja. Problem, vor allem in der Hochsaison. Mhm. Die kriegen den Müll nicht schnell genug abtransportiert, Okay. ne? Und das ist hier auch nicht der Fall. Außerdem haben wir Kläranlage, ne? Es gibt wenig Städte in Kleinstädte, die tatsächlich Kläranlagen haben Mhm. am Meer, ne? Ja, also die Sauberkeit, das Klima, die Preise, ja, es zieht einfach die Leute hierher. Für die Leute zu Hause, wenn die jetzt denken, sie wollen nach Brasilien, was sind eigentlich die Möglichkeiten, dass man hier permanent leben kann? Ja, was meinst du, was sind die Möglichkeiten? Wenn einer Rentner ist, aber man kann jemand sein Rentnervisum machen, dann muss er aber 2.000 Dollar monatlich nachweisen, was ja Mhm. relativ viel ist für eine Rente. Okay, Und also das dann Rentnervisum wäre das, oder? Mhm. ansonsten, wenn jemand meint, dass er hier eine Arbeit findet, dann ist es sehr schwer. Es ist auch für die Einheimischen schwer, weil hier in der Kleinstadt gibt es keine Industrie und es ist eigentlich, die Jobs, die sind schlecht bezahlt, ne? Mhm. Wenn dann, normal die Deutschen, die herkommen, die investieren was und vermieten ein paar Apartments oder machen eine Posada oder ein kleines Hotel oder irgendwas. Es hat auch welche gegeben, die haben ein Restaurant gemacht, aber ich meine, großartigen Verdienst kann man da nicht erwarten. Ich habe das mehr oder weniger auch gemacht als Mhm. Beschäftigungstherapie und ich kann ja nicht ich bin jetzt keiner, der ohne Arbeit leben kann. Es ist mir Ja, einfach zu klar. langweilig, ne? Und weißt du was über andere Visa, die einem helfen, dass man hier leben kann? Na ja, es gibt wie gesagt, das Immobilieninvestitionsvisum. Mhm.
Das sind hier im Nordosten, also in ganz Brasilien ist 1 Million und hier im Nordosten sind es 700.000. Also Das 100, sind derzeit, glaube ich, 122.000 Euro. genau. Für das Geld kaufst du dir ein Häuschen. Eine Farm geht nicht. Es muss urban sein. Ah Es ja. muss in der Stadt sein, im Stadtgebiet. Ist Canaveras Stadt okay? Das ist okay. Wenn auf der Insel die richtigen Papiere vorhanden sind vom Kauf, geht's auf der Insel auch, ne? Okay. So, und dann brauchst du eine Grundbucheintragung, die ist ganz entscheidend und das ist die Basis, die Grundlage für dein Ah ja, ganz Immobilieninvestitionsvisum, wichtig, ne? immer sich den Titel geben lassen von einem Gebäude, weil sonst kann es oft schlecht ausgehen, Ja, oder? ja, klar, die Papiere musst du überprüfen lassen, auf jeden Fall. Dann brauchst du auch nicht unbedingt einen Rechtsanwalt. Es gibt auch Despachantes, die machen Behördengänge, die das können. Da gibt es einfach eine Liste, die musst du abhaken. Die genau wie woanders auch. Negativbescheinigung, ne, gibt's keine Grundschuld, keine Finanzierung, keine Verbindlichkeiten, keine Prozesse, ne, kann man abklären. Keine Schulden bei der Gemeinde, keine Schulden beim Staat, ne? Ja. Das kann man abklären, das ist kein Problem. Ich habe mich in mehreren Ländern über das digitale Nomadenvisum informiert. Weißt du da wie das in Brasilien ist? Das gibt's hier auch, wenn ich richtig informiert bin, müssen da 1.500 Euro pro Monat Einnahme Ich nachgewiesen glaube werden. Dollar, aber ja, genau. Oder Dollar. Von der Firma im Ausland, ne? Kennst du die andere Möglichkeit auch? Für was? Um mir das Visum zu Das bekommen. digitale Nomadenvisum? Das Einfachste ist, ein Kind zu kriegen. Ja, ich wollte noch sagen, wenn man das regelmäßige Ja, Einkommen digitale nicht Nomaden hat. können auch Kinder kriegen. Ja. Nein, ich wollte sagen, oder anstatt dass die digitalen Nomaden ein monatliches Einkommen haben, können sie auch einmalig einen Kontostand von 18.000 Dollar vorzeigen. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe Das gehört davon, steht so, aber zumindest auf der Webseite vom Außenministerium. ja, wenn es Also das das ist für manche Außenministerium schon vielleicht schreibt, aber relevant. ich würde es nochmal gegenchecken auf der brasilianischen Seite. Das stand bei den Deutschen. Nee, brasilianisch. Ja, ja gut, dann. Relações Exteriores. Und die noch einfacheren Möglichkeiten, sagst du, sind was? Ja, heiraten oder eine Union Estable, das ist eine eingetragene Lebensgemeinschaft, ne? Und was haben wir denn sonst noch? Was ist mit Firmengründung? Firmengründung geht auch. Das ist, soviel ich weiß, jetzt etwas teurer geworden. Das liegt mittlerweile bei 1 Million. Und 1 Million sind, glaube ich, 170.000 Euro. Genau, Die 174. müssen investiert werden in eine Firma. Allerdings bist du dann verpflichtet, im Laufe von ein paar Jahren irgendwie 10 Leute einzustellen. Genau, es ist wichtig, dass man brasilianische Arbeitskräfte Stellen schafft, ja. So ist es. Darum geht es den Brasilianern und dass einfach Geld investiert wird, dass Genau. keine armen Leute kommen. Ja. Wobei auch tatsächlich Asylanträge auch behandelt werden, komischerweise. Aha. Das ist so eine Marktlücke irgendwo. Also ich kenne eigentlich nur einen, der das gemacht hat. Ich war eigentlich fassungslos, Asyl in Brasilien, ne? Der hat mir das aber ganz gut erklärt. Er sagt, wenn er Asyl beantragt, kriegt er ein provisorisches Ausweispapier von Brasilien. Er kann ein Bankkonto machen, er kriegt eine Arbeitsgenehmigung, er könnte sich einen Job suchen, er könnte sich selbstständig machen, eine Minifirma machen. Und dann dauert es 2 bis 3 Jahre, bis es vor Gericht entschieden wird, ob der Asylantrag überhaupt genehmigt wird. Aber in der Zeit, da gewinnt er natürlich Zeit, wenn er sich in der Zeit eine kleine Existenz schaffen kann oder er findet die geeignete Partnerin, dass er eine Lebensgemeinschaft macht oder heiraten will, dann kriegt das ja auch gedeckelt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn er tatsächlich das gesettelt kriegt mit einer Minifirma oder mit irgendwas und hat sein geregeltes Einkommen und zahlt ein paar Mark Steuern, dass er dann einen Antrag stellen könnte auf eine Duldung oder irgendwas. Das weiß ich aber nicht im Einzelnen. Da braucht man einen Rechtsanwalt dazu. Ja, für die eigene Situation kann man ja noch Konsultation machen beim Rechtsanwalt oder auf der Außenministeriumsseite auch nachschauen. Ja, auf der sollte man machen, brasilianischen. weil der Weg, der ist auch für mich relativ neu. Das habe ich auch noch nie gehört vorher. Asyl kenne ich eigentlich nur von Deutschland. Und da müssen ja auch zwingende Gründe
Ich hoffe ja nicht, dass da noch irgendwann zwingende Gründe kommen in Europa, ne? Ja. Es sieht ja nicht so rosig aus, was da alles gemacht wird. Ja. Bringt mich vielleicht zu meiner nächsten Frage. Einige Menschen haben mich kontaktiert mit Fragen zu: Wie sieht's jetzt aus mit dem neuen Präsidenten? So neu ist er gar nicht mehr, ja? Präsident Lula. Gibt's da irgendwelche Veränderungen, beziehungsweise auch mit anderen politischen Veränderungen am Kontinent? Na, Argentinien hat vor Kurzem gewählt. Betrifft euch das hier und wenn ja, wie? Ja, momentan noch nicht. Das wird mehr die Argentinier betreffen, ne? Diese Auslieferung oder die Orientierung an die USA kommt natürlich den Amerikanern recht, und die Argentinier selber, die wollen zwar, dass es ihnen besser geht, aber dass sie zu sehr abhängig sind von der USA, wollen die nicht. Die mögen die Amerikaner überhaupt nicht, ne? Hm. Und für die Amerikaner wäre es natürlich ein interessanter Stützpunkt auch, dass die Handelsbeziehungen mit der EU, mit dem Mercosur aufgekündigt werden sollen. War die Rede davon, ob er das durchkriegt, der Präsident? Ich kann mir es nicht vorstellen. Wirtschaftlich intelligent wäre es wahrscheinlich nicht. Für mich wäre es schlecht, weil ich trinke gerne den Wein von Argentinien, und der ist halt wesentlich preiswerter als der brasilianische, Mhm. ne? Und das wird dann teurer. Ich meine, es ist enorm, was die Argentinier an Brasilien verkaufen. Man darf den Markt nicht unterschätzen, ne? Und um den Markt jetzt mit neuen Steuern zu belegen, würde die Sache hochgradig komplizieren, Ja. ne? Ich sage das jetzt als Laie, ich bin kein Wirtschaftsexperte, Mhm. ne? Wenn andere Regelungen beschlossen würden von jetzt vom Präsidenten Lula hier, ist Canaveras da eher weiter weg von dem, wie was umgesetzt wird, oder kriegt ihr das alles Ja, voll mit? gut, Canaveras ist halt so ein bisschen am Arsch der Welt, deswegen bin ich ja auch hier, ne? Ja. Das ist weder strategisch interessant, noch militärisch, noch politisch. Da können die noch so viel beschließen, bis es hier ankommt, und da ist eigentlich hier immer Business as usual, ne? Mhm. So gesetzesfürchtig sind die nicht hier, Okay. ne? Und ja, umwälzende Veränderungen wird der Lula auch nicht machen, ne? Die politische Mitte ist relativ stark. Die werden denen dann schon ein bisschen auf die Finger klopfen, nehme ich an, Mhm. ne? Aber ich weiß es nicht. Der Nordosten hat eigentlich Lula gewählt. Der Süden war immer auf der anderen Seite. Okay. Ich halte mich da auch raus aus der brasilianischen Politik, Mhm. ne? Und jetzt grundsätzlich siehst du Brasilien noch immer als gutes Einwanderungsland, oder wie ist deine Perspektive für das Land? Für mich ja, absolut. Also das, was ich gesucht hatte, habe ich hier tatsächlich gefunden, und ich habe die ganzen anderen Länder abgeklappert, fast alles. Eigentlich Ecuador fehlt mir so ein bisschen. Kolumbien war mir damals schon zu unsicher. Da war ich nur auf der Durchreise. Und wie gesagt, Karibik war mir dann zu teuer und zu heiß im Sommer. Costa Rica war auch zu heiß. Die Leute glauben das nicht. Die glauben auch immer, in der Karibik ist das Wetter so toll. Leute, das stimmt nicht. Auch in Costa Rica. Costa Rica ist landschaftlich traumhaft, hat 3 Nachteile. Erstens, die Regenzeit ist mörderisch. Da hast du 33 Grad und es regnet wie blöd. Aber es regnet Schnürl, aber so, da gehst nicht vor die Tür, ne? Beachwalking bei Regen, das machst du nicht, glaubt man das, ne? Das ist ekelhaft. Und die Luftfeuchtigkeit ist mörderisch in Costa Rica. Auf der Pazifikseite, am Nordwesten, da ist am besten. Überall Panama ganz scheiße, auch Regenzeit scheiße. Karibik hast du im Sommer, die sagen, das wäre so gleichbleibend. Ist es nicht. Es ist im Sommer scheiße heiß. Die gehen nur immer im Winter in die Karibik, ne? Pitti war natürlich zu jeder Jahreszeit, ne? Kann der sagen, wie die Domrep ist im Juli, und Costa Rica ist scheiße, voll scheiße. Panama auch, voll scheiße. Und der andere Nachteil von Costa Rica ist, du musst immer über die Bergkette drüber, ne? Du hast auf der Karte sind es vielleicht 40 Kilometer, und du musst da einen halben Pass hoch, Serpentinen runter, ne? Der Zugang zum Meer ist überall langwierig. Jetzt haben sie schnelle Straßen gebaut, wohl im Norden, zur Pazifikseite hin. Die gab es früher nicht.
Paraguay im Sommer zu heiß, im Winter zu kalt. In Uruguay habe ich ja 10 Jahre gelebt. Da war auch das Problem, der Sommer war okay, wunderbar, und der Winter war halt schon lang und kalt. Hm. Und naja, na gut. Nee, also für mich blieb eigentlich nur Brasilien. Obwohl ich sage es ja immer wieder, ich hätte lieber Spanisch gesprochen, viel mehr leichter als Portugiesisch. Ne? Mhm. Aber für mich war Brasilien ideal. Eben für mich ein ganz wichtiger Punkt ist das Klima. Und hier wird es halt nie so heiß im Sommer Ja. und im Winter wird es nicht kalt. Ja. Mehr will ich gar nicht. Ne? Mhm. Ja, wie Und gesagt, alle diese Gründe, ja, ziehen Leute an, weil du gerade Paraguay erwähnt hast, wo wir ja auch unsere Residenz ja haben, ja, haben wir bemerkt, es zieht manche Einwanderer, Europäer, die in Paraguay ihre Einwanderung gemacht haben, später auch manchmal nach Brasilien. Aus diesen Gründen, oder was ja, glaubst du? ja, klar. Ich meine, Paraguay ist natürlich viel leichter, die Einreise, ne, die Papiere, es ist alles, es Günstig, geht ja. ratzfatz und ist günstig. Du kannst ja mit relativ wenig Kapital nach Paraguay. Ne? Ja, Ich meine, mag Paraguay, mag die Paraguayer, und die sind eigentlich nett und freundlich. Klar sind sie nicht so wie die Brasilianer, ne? Haben nicht so eher die konservativer, ja. ja, na ja, je nachdem, wenn du die näher kennst, sind die eigentlich super nett, ne? Klar. Aber für mich war das wichtig. Ich brauche halt, erstens liebe ich das Meer. Ich wollte als Kind schon immer ans Meer, wollte ich halt hin. Ne? Mhm. Jetzt, wenn du mich fragst, wie oft ich ins Meer hüpfe, dann ist es ein anderes Thema. Aber ich möchte drauf gucken, ich möchte dran spazieren gehen, ich Ja. möchte es haben, und auch wenn ich nicht ständig in die Wellen springe. Ne? Und sonst gehst du in deinen beheizten Pool. Ja, na klar, den Luxus habe ich mir gegönnt, dass ich den im Winter, geht er ja runter auf 3, 24 Grad, Oh. weil das so die Durchschnittsnachtstemperatur ist, ne? Und wir sind verwöhnt. Im Sommer, wenn du deinen Pool, ich kühle ihn im Sommer, also insofern, ich kühle ihn nicht, aber ich mache Schattensegel hin. Und Ah das ja. bringt tatsächlich, dann hat er 3, 4 Grad weniger. Mhm. Außerdem ist mein Pool nicht so niedrig wie viele anderen. Ne? Wenn der Pool niedrig ist und die Sonne knallt drauf wie blöd, dann kriegt er im Sommer mal locker 34, 35 Grad. Das ist Mhm. definitiv zu warm. Außerdem, meine Gebäude sind so, mein Nachbarhaus ist so hoch, dass du dann am Nachmittag sowieso, glaube ich, ab 1:30 oder so hast du hier Schatten. Also kann die Sonne nicht so auf den Pool knallen. Ne? Ich liebe unsere Wohnung. Die hat zweimal offen mit Ja, Balkon, ja, Morgensonne, ja, Abendsonne. ja, Perfekt. ja, ja. Und vor allem lüftet es gut durch. Ja, auf Das war jeden mir Fall. wichtig. Ne? Ja, das mögen deine Gäste gerne. Ja, klar. Und der Pool natürlich im Winter will er runtergehen auf 3,24. Das ist mir zu kalt. Da haben wir probiert mit der Solaranlage, und das klappt eigentlich ganz gut. Jetzt kriege ich den im Winter auch auf 27. Na bitte. Manchmal 28. Mehr schaffe ich nicht. Das langt mir auch. Ist Mhm. wunderbar. In Deutschland lacht sich jeder kaputt, wenn er das hört, oder in Österreich, ne, wenn die sagen 23 Grad, super warm. Ne? Ja, nee. Nee, nee, hier sind wir verwöhnt. Ne? Ja, dann wir haben ja viele deiner Gäste kennengelernt und die sind ja auch alle sehr nett. Aber darf ich dich fragen, hattest du auch mal schlechte Gäste, die durch das Video gekommen sind? Ach, eigentlich selten, kann ich mich nicht erinnern. Also wer so aufgeschlossen ist, dass er den Weg hier hinfindet, ist normal eigentlich nett. Also wüsste ich jetzt gar nicht. Ich frage so, weil mir mal jemand geschrieben hat, den kannte ich nicht, dass er dich wohl zu einer schlechten Zeit erwischt hat. Ah ja, na ja, na gut, da war natürlich auch das. Das ist die Prominenz hier von der Gruppe. Die haben ja doch, waren ja weit über 40.000 Leute, die das Interview gesehen haben. Ne? Mhm. Da kamen schon mal welche, die haben mitten in meiner Geschäftszeit an der Tür geklingelt und haben gesagt, ja, wir haben dein Interview gesehen, können wir schnell ein Foto mit mir machen? Ja, ja, sag ich, wo seid ihr? Ja, wir sind auf der Durchreise. Ja, sag, komm her. Die 5 Minuten habe ich Zeit, ist kein Problem. Aber da kamen auch andere. Ich hatte hier Leute sitzen. Ich glaube, mein Steuerberater war gerade da, klingelt an der Tür. Ja, wir wollen mal gucken. Ja, ja, sag ich, wie mal gucken? Sucht ein Zimmer. Nee, nee, wir wohnen am Strand. Wir wollten dich nur mal kennenlernen. Ja, sag ich, schön, nett, freut mich riesig. Sag ich, aber ich habe keine Zeit jetzt. Ne? Das war morgens um 11 oder irgendwas. Ne? Sag ich, du,
ihr habt meine Telefonnummer, macht einen Termin mit mir und weil manchmal bin ich auch nicht da, ne? Aber auch Erledigungen, ne? Ja. Und sage ich, oder wir treffen uns abends am Hafen auf 'n Trink, da quatsche ich gern mit euch, habe ich gar kein Problem. Also man muss dich vorher vielleicht kontaktieren, Na ne, um ja, das ja, gut, auszumachen. aber es findet keiner lustig, wenn ständig einer angekackt kommt und klingelt und will was und ich muss ja auch meinen Tag Ja, organisieren, klar. ne? Und, ich meine, das ist natürlich so, ich erzähle den Leuten gern was und berate sie auch. Und wenn die Leute bei mir wohnen, wovon ich eigentlich ausgehe, weil ich habe ja Zimmer und Apartments zum Ja, Vermieten, sehr ne? Und schön. davon lebe ich ja im Endeffekt. Also bin ich schon interessiert, dass jemand, wenn jemand mich sieht im Internet und von Canaveras was möchte, dass er sich an mich wendet und auch möglichst bei mir wohnt. Natürlich gibt's welche, die sind mit Brasilianern verheiratet, die wollen unbedingt ans Meer. Auch gut, dann sollen sie ans Meer gehen. Aber dann sollen sie 'n Termin mit mir ausmachen, ne? Mhm. Wenn ich Beratungen mache, verlange ich da auch kein Geld dafür in der Regel, weil eben die Leute normalerweise bei mir wohnen. Also setze ich mich zu denen, quatsch mit denen, trinke am Morgen schon mal einen Kaffee und abends gehe ich mit denen essen oder an 'n Hafen. Dann haben die Zeit genug, dass sie mir Löcher im Bauch fragen können und das machen sie auch, ist auch in Ordnung, ne? Ich Ja, du helfe ja bist den Leuten beschäftigt, gern. ne? Und du brauchst auch Hilfe hier, weil sonst zahlst du zu viel oder machst irgendwelche Fehler, die nicht sein müssen, ne? Ist Mhm. immer gut, wenn du ich hatte immer überall, wo ich war in Südamerika, hatte ich 'n Kontakt, weil es immer heißt, Deutsche im Ausland. Ja gut, das ist so und so, da muss man halt bisschen unterscheiden, was es für Leute sind, ne? Wenn da einer aus dem Koffer lebt in der Posada und sucht 'n Deutschen, den er bescheißen kann, dann muss man einfach aufpassen. Man muss sich Leute suchen, die da verheiratet sind oder 'n Besitz haben und 'n Haus haben und 'ne Adresse oder 'n Geschäft und, ne, muss halt 'n ordentlichen Kontakt haben, dass die Leute dir auch Hilfe geben können und vernünftige Ratschläge, Ja, ne? genau. Also entweder man bleibt hier, dann gibst du ihnen sowieso Beratung, oder man geht abends mit dir zum Hafen oder mit den anderen Auswanderern, die hier sind, oder? Das ist immer total nett. Man kann Ei hier super essen Ja, gehen. ja, du kennst es ja, da ist ja immer 'n größerer Tisch, dann wird gequatscht und die was wissen wollen oder wenn du was Ernsthaftes hast, dann setz dich halt an 'n anderen Tisch und besprichst das schnell und dann kannst du wieder mit den Leuten einen trinken, ne? Ja, genau. Also wir finden das voll nett, besonders mit den anderen Deutschen, Schweizern, Österreichern. Im Grunde egal, woher sie kommen. Aus irgendeinem Grund gibt's aber viele Deutschsprachige hier, oder? Ja, ja, es sind ja einige. Die letzten 2 Jahre sind bestimmt 30 neue Leute Ist das wegen gekommen, ne? dir? Wegen dir. Ich Nein, das hat ja. schon viel auch mit unserem Interview zu tun gehabt, klar. Aber auch vorher waren ja schon viele Kamen Deutsche da. immer. Ich hatte vorher jahrzehntelang eine gute Webseite mit 'nem Forum drin und ich habe auch immer ohne Internet wäre der Ort unmöglich, Mhm. ne? Ich bin hierher gekommen und habe sofort, „Hier, ich bin hier, besucht mich mal“, habe den Leuten ich hatte noch Ja. gar kein Produkt Mhm. zum Verkaufen, aber ich habe einfach Werbung gemacht Das von dem Ort. Networking. Ja, Ja. ja, ich wusste Deine damals noch nicht, was 'n Networker war, dabei war ich schon deine einer, ne? Gruppe muss man noch erwähnen, oder? Da finden sich die Leute zusammen, Ach so, Südamerika-Treffen auf Facebook. Südamerika-Treff im Ja. Facebook. Ja, bin ja nicht der absolute Facebook-Fan, aber die Gruppe hat schon auch, Haufen Interessenten. Na, Dann auf habe ich jeden noch 'ne Fall. Seite, Südamerika Immobilien, Ah ja. wo hauptsächlich Leute von Paraguay drin sind. Weil die haben unheimlich viele Immobilien, die da verkauft werden. Von Mhm. Brasilien ist eigentlich relativ wenig zum Verkaufen, Okay. weil's einfach nicht so viele interessante Sachen gibt zum Verkaufen, Aha. ne? Hm. Und ja, ja, es ist so, es ist so. Wollen Also, sich's die Leute Brasilien behalten? ist eigentlich relativ schnell weg. Ja, die Mhm. bleiben hier, ne? Und in Okay. Paraguay sind halt viele auch durch die Impfgeschichte überstürzt gekommen und haben dann gesehen, das ist doch nicht das, was sie wollten. Mhm. Die haben sich einfach zu wenig informiert, Ja. ne? Südamerika ist nicht Gran Canaria oder irgendwas. Für die Menschen, die sich jetzt fragen, wie viel Geld sie hier ausgeben müssten, womit muss man rechnen? Ja, die Lebenshaltungskosten liegen natürlich absolut an dem persönlichen Lebensstandard, den jemand führt, ne? Mhm. Ich habe hier einen guten Kumpel, der hat leider nur 800 € Rente, der kommt aber eigentlich gut klar, ne? Der hat sich ein kleines Häuschen gemietet
In Canavieras. In Canaveras selber, aber halt nicht im Zentrum, weil es ja teurer ist, sondern ein bisschen außerhalb. Ja gut, das ist mit dem Fahrrad sind das 10 Minuten von hier, ist auch keine Entfernung am Stadtrand praktisch, ne? Geht jeden Mittag essen ins Restaurant, da gibt's die speziellen Tagesteller, die haben Spezialpreise. Mhm. Und ansonsten ist er jeden Abend unterwegs. Der müsste schon todkrank sein, dass der mal zu Hause bleibt und macht seine Runde, trinkt seine Bierchen. Und das sind nicht immer ganz wenig. Und der kommt eigentlich klar, ne? Er braucht weder Geld für Heizung noch für Klimaanlage noch für Klamotten großartig, ne? Also der kommt klar, der ist ganz happy mit seinen 800 €. Ne? Mhm. Viele Einheimische müssen mit viel, viel weniger auskommen und kommen über die Runden. Ne? Ja. Dann je nachdem, wenn du natürlich teurer wohnst und größer wohnst, und dann wird es auch teurer. Das hängt auch ein bisschen zusammen, was du für eine Krankenversicherung hast. Im Prinzip hast du eine Krankenversicherung vom Staat, ne, wo du deine Behandlung bekommst. Nur das dauert halt teilweise ziemlich lange. Ne? Und eine Privatversicherung, je älter du wirst, desto teurer wird das. In meinem Mhm. Alter, ich gehe jetzt auf die 75 zu, würde das ein Vermögen kostet monatlich. Ne? Und dann habe ich damals auf den Rat gehört von alten Auswanderern, die haben mir gesagt, nimm die staatliche, wenn es ein Notfall ist, und ansonsten zahlst du es privat oder du mischst es, wie es gerade passt, in Kram. Ne? Mhm. Dann habe ich natürlich 25 Jahre überhaupt keine Krankheiten gehabt und klar habe ich mir da ein bisschen Geld auf die Seite gelegt. Ne? Und dann kamen halt mal 2, 3 Operationen, hat sich's halt angesammelt. Mhm. Die habe ich privat bezahlt, war gar kein Thema, ne? Dann brauchte ich eine Krebstherapie, die haben wir auch gemacht, die ging überhaupt nicht privat hier in Bahia. Da haben die gesagt, das Aha. geht nur staatlich. Na ja, gut, dann habe ich halt 2 Monate gewartet und dann war ich auch dran für die Therapien. Ich habe es auch überlebt, ne? Dann habe ich das halt gemacht. Der Unterschied ist nicht groß. Es sind die gleichen Ärzte, es sind die gleichen Apparate, es ist der gleiche OP. Der einzige Unterschied ist, du kommst dann hinterher in ein Einzelzimmer und in der Regel, gut, Krebs dauert ein bisschen länger, aber in der Regel, wenn du Operation hast, kannst du eher am nächsten Tag oder nach 2, 3 Tagen wieder heimgehen. Ne? 100 Meter von meinem Haus ist eine kleine Privatklinik. Da gehe ich dann dahin, da zahle ich 200 Real für einen Monat, dann habe ich 2 Behandlungen dafür. Also das sind ungefähr, was weiß ich, 40 Euro oder was. Ne? Mhm. Versicherung und Steuer kostet auch Geld. Und also da ist nach oben keine Grenze. Dann ist in den Großstädten zahlst du ein Heidengeld oft für Privatschulen. Und wenn du meinst, es soll dann eine deutsche sein oder eine internationale, dann bist du Mhm. locker mal mit 600, 700 $ dabei im Monat, Ja. umgerechnet. Leute mit Ne? Kindern müssen das Hier die wissen. Privatschule, die staatliche Schule kostet gar nichts. Na gut, da fällt ab und zu mal, fallen die Lehrer aus oder sind im Streik, weil sie ihre Löhne nicht pünktlich kriegen. Mhm. Aber mein Kleiner macht da jetzt sogar so einen Kurs noch extra. Die kriegen sogar Mittagessen in der Schule. Die kriegen sogar Frühstück. Ne? Ja, super. Und hier die Privatschule, die kostet im Schnitt, es gibt verschiedene, es gibt bestimmt 5 Stück hier. Die letzte, wo er drin war, hat er, glaube ich, bezahlt im Monat 600 Real. Das sind, 120 oder so? hä? 120 €? Ja genau, 120 € im Monat. Ne? Und die war auch ganz okay. Ne? Ja. Ja, gut zu Also das wissen, ist ja. bezahlbar. Jetzt, um auf deine Posada zu sprechen zu kommen, du hast eben noch deine Posada mit wie vielen Wohnungen? Das sind 10 Wohnungen sind da Mhm. drin und teilweise 4 ziemlich große, so zwischen 70 und 100 Quadratmeter mit Dachterrassen. Mhm. Und das andere sind Apartments, aber die haben auch alle 49, 50 Quadratmeter, Mhm. ne, plus Veranda. Und am Veranda. Strand hast du auch noch was? Am Strand habe ich ein Strandhaus, das ist zurzeit vermietet, direkt am Strand, wunderbar. Da habe ich jetzt gerade einen Umbau gemacht und habe eine komplette Veranda gemacht Mhm. vors Haus hin, Super. ne, beziehungsweise eine Terrasse, ein Teil ist Veranda, überdacht. Und die ganze Front habe ich modifiziert und dann habe ich noch ein Chalet dahinter, ist jetzt beides vermietet an junge Leute von Berlin, sehr nette. Die machen auch zum Teil Network, der managt seine Firma von hier, Mhm. ne, und die fühlen sich ganz wohl am Strand. Dann habe ich,
baue ich gerade ein Tiny House für einen aus Sachsen oder aus Thüringen. Ja, ganz ein netter Kerl, guter Kumpel. Ne? Bei Okay. dem baue ich ein Häuschen. Und der hat bei mir ein Grundstück abgekauft und dann sage ich, du pass auf, der wollte unbedingt eine Blockhütte. Sag ich, Blockhütte hat keinen Sinn hier mit Holz. Sag ich, Warum nicht? baue da, ach, die Termiten und die Holzwürmer Okay. und am Strand ist es zu anfällig. Das Mhm. bringt, und ich weiß nie, ob du das richtige Holz Okay. findest. Ne? Ist auch nicht so das Klima für Holzhäuser. Ne? Außerdem, die sind so teuer. Ich habe dir gesagt, ich baue dir locker das gleiche Holz aus Steinen, ne? Aus Bausteinen. Mhm. Ne? Und das haben wir jetzt gemacht. Und da baue ich ihm umsonst und betreue das. Und ich sehe, wir sind deutlich noch unter 20.000 für ein Tiny House mit 50 Quadratmeter. Aha, ja, das ist Und er günstig. wird ganz gut, ne? Wird ganz gut. Mhm. Ja. Und naja, na gut, vielleicht kann man es mal anbieten, zusammen mit einem Grundstück. Könnte sein, dass du dann ein Häuschen hast mit einem schönen großen Grundstück unter 50.000. Ne? Mhm. Gibt's das noch zu kaufen auf der Insel? Ja, Grundstücke habe ich noch auf der Mhm. Insel. Die sind in der ersten Linie sind sie alle weg. Und in der zweiten Linie habe ich noch einiges. Da habe ich bestimmt noch 15.000 Quadratmeter. Ne? Mhm. Und das ja auch, wenn ich sage zweite Linie, das sind jetzt 90 Meter vom Meer, ne? Ja, Oder ja, 100 voll nah. Meter. Ne? Mhm. Und ja, da gibt es Möglichkeiten genug. Aber ich bin nicht mehr so rührig jetzt. Ich kann nicht mehr so viel machen. Das wird mir alles zu viel. Dann habe ich die Posada noch an der Backe. Mhm. Das wächst mir so ein bisschen über den Kopf, die Geschichte. Ja, dann habe ich in der Stadt, na, habe ich am Strand noch ein anderes Haus gekauft. Da sind wir noch ein bisschen am Herrichten. Das wird dann wohl wieder weiterverkauft. Momentan ist es vermietet. Das ist so ein kleineres Häuschen, aber ja, aber so klein ist es auch nicht. Hat auch 160 Quadratmeter mit Mhm. 600 Quadratmeter Grund. Wenn das im Verkauf geht, geht es so für 75.000 Euro in Verkauf, was Aha. eigentlich relativ günstig ist. Mhm. Ist natürlich nicht in vorderster Front, sondern in der dritten Straße vom Mhm. Strand. Das sind 250 Meter zum Strand, ist auch nicht weit. Ja, wenn Leute noch Interesse hätten, was du noch anzubieten hast, wie kann man dich erreichen? Ja, am besten mit WhatsApp. Mhm. Ne? Vielleicht kannst du die Nummer irgendwo einblenden. Gerne. Ansonsten einfach, wer eingibt Pitt Bahia und er findet ein bisschen was von Brad Pitt, aber ansonsten von mir. Sonst Ne? gibt's nur einen. Oder ja, oder Bahia Tropical, Bahia oder Bahia Tropical Canaveras. Also das Internet ist eigentlich schon, bin ich da schon vertreten. Ne? Mhm. Okay, Aber am besten ist WhatsApp. Ne? okay, dann wissen wir das auch. Ja. Ja, für uns ist ja auch genau deshalb jetzt auch die Frage, ob wir uns irgendwo sesshaft machen wollen. Ja, erstens mal ist es dann billiger, als jeden Tag ein neues Hotel zu bezahlen. Ja, Ja, somit klar. nach wie vor die Frage, ist Canaveras vielleicht etwas für uns? Irgendwie zieht es uns immer wieder zurück, wie ein Magnet jedes Jahr. Ja, ja. Ja, uns gefällt's hier. Wir haben jetzt noch eine große Destination vor uns, nämlich Ushuaia in Argentinien. Das ist der südlichste Punkt von Südamerika. Das wird jetzt noch ein paar Monate dauern, bis wir dort sind und wieder zurück. Aber wenn wir zurück sind, dann sehen wir uns wieder. Okay? Ja, super, würde mich freuen. Super. Dann noch auf Warte ein auf Schluckerl, euch. oder? Jo, also dann, Danke, Fit. auf dein Wohl. Chin, chin. Auf dich. Danke dir. Der ist gut. Ist argentinischer, hast Der du gesagt. argentinische habe ich noch einen besseren. Den habe ich gerade gekriegt von der Atacama-Wüste. Den machen wir jetzt auf, den probieren wir. Der ist ein Okay. feiner. Gerne. Der ist ein ganzer feiner. Sind wir durch? Super. Ah, ja. Hier haben wir genug Info drin, neue. Na sicher. Na, wenn du meinst, Na Schatz, sicher. verlass mich auf dich. Paul, hast du schon Pause? Ja? Jetzt hast du meine Zigaretten versteckt. Na, da hole ich schnell den Wein, da war echt nichts drin. Ja, wenn der Paulus sagt, es ist in Ordnung. So schön, so schön.